Hi, schön, dass du wieder da bist. Heute koche ich wieder mal was richtig Leckeres für dich, und zwar ein Wirsing-Cordon Bleu. Die Wirsingblätter fülle ich mit vielem Gemüse, Sellerie, Karotten, Zwiebeln, und die Päckchen, also die Wirsing-Päckchen, werden dann noch paniert und ausgebacken, sodass sie so richtig knusprig sind. Also, los geht's! Als erstes nehme ich vom Wirsing die Blätter ab, und hier nehme ich eher die äußeren, damit wir mehr Fläche haben nachher, um die Füllung reinzutun. Die Blätter wasche ich dann anschließend, und dann werden die noch in Gemüsebrühe gekocht, sodass die schon mal etwas Aroma aufnehmen können und auch schon etwas Salz. Und hier beim Abnehmen schaut, dass ihr wirklich die Blätter nicht brecht, also dass ihr sie ganz lasst, damit ihr dann beim Füllen keine Löcher habt. So, die Wirsingblätter habe ich schon gewaschen und die kommen jetzt in die kochende Gemüsebrühe rein. So werden die Blätter auch nochmal aufgeweicht, sodass das Füllen der Blätter einfacher wird. Die werden dann sozusagen biegsamer. Und hier müsst ihr wirklich schauen, dass ihr sie untertaucht, aber nicht brechen. Und dann kochen die Wirsingblätter für 5 Minuten. So, jetzt nehme ich die Wirsingblätter mit einer Schaumkelle aus dem Topf, und das mache ich, damit die Blätter auch möglichst nicht kaputt gehen. Genau. So, und dann spüle ich die kalt ab, die Wirsingblätter. Und jetzt hier Vorsicht, damit die nicht reißen. Vielleicht ein bisschen weniger starker Strahl. Ich liebe das einfach wie beim Glühen glatt. Ich liebe das einfach wie beim grünen Blattgemüse oder Kohlgemüse, dass das Grün einfach so richtig satt rauskommt beim Kochen. Also, wow! So, weiter geht's. Damit du mir nicht ewig beim Gemüseschnibbeln zuschauen musst, habe ich schon mal das Gemüse gewaschen, geschält und grob zerkleinert. Und zwar habe ich hier Frühlingszwiebeln, Karotten, Knollensellerie und noch etwas Wirsing. Und das gebe ich jetzt hier in den Cutter. Das ist so eine Küchenmaschine, ganz einfach mit ungefähr so einer Klinge. Und das macht einfach das Gemüse kleinschneiden super einfach. Und das geht ruckzuck. Jetzt gebe ich erstmal die Karotten da rein. Deckel drauf und perfekt. Also das Gemüse sollte ungefähr so 2 mm groß sein, also einfach wirklich so kleine Stücke. Das gibt eine schöne Konsistenz dann bei der Füllung. Und jetzt schneide ich noch das restliche Gemüse. Als nächstes wird das Gemüse, das ich jetzt klein gehackselt habe, noch angebraten. Ich verwende hier Olivenöl. Richtig viel Gemüse. Lecker, lecker, lecker. Das riecht schon richtig gut. Durch das Anbraten im Öl kommen dann auch die Aromen noch mehr hervor. Und das Besondere bei diesem Rezept ist auch, dass ich kaum Gewürze benutze, also wirklich nur Salz und Pfeffer. Und ansonsten kommt der Geschmack wirklich vom Gemüse, und dann noch wird es noch cremig durch den Cashew-Ricotta, den ich dann noch verwende. Ja, also ein richtig gutes Rezept für alle Gemüsefans. So, die 5 Minuten sind rum und das Gemüse kommt jetzt in eine große Schüssel. Da kann es dann auch schon mal ein bisschen abkühlen. Das riecht schon so lecker. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal die Panierstraße vor. Hier habe ich schon mal das Dinkelpaniermehl bereitgestellt. Und hier habe ich Kartoffelstärke, die ich jetzt mal anrühre. Wahrscheinlich muss ich es später nochmal anrühren, weil das so ist bei der Stärke. Die tendiert dazu, wieder fest zu werden. Das Gemüse hat jetzt auch schon etwas ausgekühlt, und jetzt kommt der Cashew-Ricotta dazu. Genau, super. Und etwas Salz und Pfeffer.
verrühre ich alles gut. Also mit dem Ricotta wird die Füllung dann noch ein bisschen extra cremig. Okay. Noch mehr Salz. Beim Wersingblatt schneide ich jetzt hier den Strunk raus. Da geht es einfach darum, diesen harten Teil, der sehr faserig ist, wegzuschneiden. Ihr müsst nicht zu viel nehmen, also das reicht eigentlich auch schon. Genau, und dieses Blatt füllen wir jetzt mit der leckeren Gemüsefüllung. Und das Falten funktioniert folgendermaßen. Einfach so rundherum arbeiten. Und dann mit dem Panieren wird das Ganze dann noch verschlossen. Ja, und irgendwie dieses Rezept erinnert mich an so ein polnisches Rezept, das ich auch schon mal gemacht habe. Da werden die Blätter aber so gerollt. Ist auch sehr lecker. Ich glaube, die hatte ich damals mit Reis gefüllt und ich hatte auch eine vegane Variante gemacht mit, weil ich glaube, traditionell kommt da Hackfleisch rein. Und da habe ich aber, ich glaube, Linsen verwendet oder sowas. Ja. Genau. Vielleicht kennt ihr die ja und könnt mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr die zubereitet, also diese polnischen Krautwickel. Hier verwende ich hitzebeständiges Olivenöl und das rühre ich jetzt nochmal an. Und dann kommt hier dieses Wirsing-Päckchen erstmal in die Stärke. Die macht übrigens, dass die Päckchen so richtig knusprig werden. Ja, dann ins Paniermehl. Vielleicht, ja, habe ich jetzt nicht gemacht, aber so ein bisschen abtropfen lassen zuerst. Und hier wirklich gut von allen Seiten. Und dann kommt das Päckchen in das heiße Öl mit der Verschlussseite unten. Und jetzt werden die Päckchen auf beiden Seiten für 3 Minuten ausgebacken. Perfekt! Wow, richtig gut. So schön knusprig außen und angenehm, so eine angenehme Konsistenz innen. Also ein wirklich super Rezept mit viel Gemüse. Wenn du noch weitere Ideen hast für Rezepte mit Wirsing, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!